Moin MOBA-Fans! Hier ist mein neues Projekt und gleichzeitig auch mein neues Video. Da wurde ich etwas angeregt von Märklin. Die haben ja jetzt den Schienenzeppelin mal wieder x-te Variante neu rausgebracht und dann habe ich mal in meinen Keller geguckt und ganz tief gewühlt und ich konnte mich noch erinnern, dass ich auch so ein Teil habe. Wie gesagt, hier die allererste Ausgabe. Ja, und die werden wir in diesem Video digitalisieren und mal kräftig pimpen. So, es geht erstmal damit los. Man sieht hier, ja, keine Inneneinrichtung ist drin, setzen wir rein. Ich suche dann noch Bilder vom Vorbild raus. Hier hinten wird dann wieder zugemacht, so wie es letztendlich auch in Wirklichkeit der Fall gewesen ist. Diese Verstrebungen, die wir hier sehen in den Glasscheiben, die werden wir noch kräftig hervorheben. Ja, neue Beleuchtung kommt rein, LED-Innenbeleuchtung, LED-Frontbeleuchtung und hier hinten sieht man es letztendlich schon, ja, hier kommt dann das rote Schlusslicht rein, beziehungsweise da habe ich mir auch einen kleinen Gag ausgedacht, dass wir hier auch eine Duo-LED reinsetzen, damit entsprechend hinten weiß und rot erscheint, je nachdem in welche Fahrtrichtung der Schienenzeppelin fährt. So, was brauchen wir dazu? Ja, wir müssen den Motor umbauen, brauchen wir einen Permanentmagneten dazu. Wir brauchen unseren Decoder. Ich habe hier jetzt mal wieder den ESO-Log Piloten 5 genommen. Der hat jetzt ein paar mehr Digitalausgänge, auch ein paar mehr Leistungsausgänge, was uns jetzt in diesem Modell, glaube ich, ganz auch zugute kommt, weil wir müssen ja ein paar Sachen ansteuern. Wir haben ja vorne letztendlich zwei Lampen drin, also rot und weiß. Hinten auch rot und weiß, das sind schon mal 4. Einmal digital oder die Innenbeleuchtung hier vorne ist dann 5 und der Propeller. Interessant wird es dabei, das Ganze zu programmieren. Ich habe mich im Decoder eingelesen, das sollten wir problemlos hinkriegen, dass der Propeller vor der Abfahrt des Zuges auch erstmal anspringt, dann ein paar Sekunden läuft und dann den Zug erst anfahren lässt, beziehungsweise den Wagen. Aber dazu kommen wir später im Video, das ist dann wahrscheinlich der allerletzte Part. Genau, Duo-LEDs fehlen uns noch. Wie gesagt, ihr kennt ja schon aus dem Umbau der Baureihe 103 von meinem Video, der roten, da habe ich die Dinger schon mal eingesetzt. Hier 2 Stück, das müsste eigentlich lang, einer vorne, einer hinten, beziehungsweise umgekehrt. Dann nehme ich wieder hier so ein Meterware, weiße LEDs für die Innenbeleuchtung, die passenden Vorwiderstände dazu und dann sind wir eigentlich mit den elektrischen Bauteilen soweit durch. Was wir nachher für den Propeller brauchen, das müssen wir nochmal gucken, aber das zeige ich euch dann peu à peu. Für die Innenbeleuchtung, die Klamotten habe ich jetzt erstmal noch nicht auf dem Tisch, muss ich erstmal gucken, wie es da drin dann auch aussieht. Na, bleibst du hier, du Widerstand, da bist du. So, deshalb, da werde ich mich dann hier nochmal drum kümmern, wenn er dann auf ist, wie viel Platz ich dann hier habe und dann hier eine schicke Inneneinrichtung reinzusetzen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Das Ding müssen wir erstmal auseinanderbauen. Dazu zieht man kräftig hier hinten den Propeller ab. Wie gesagt, ich denke mal, den werde ich auch noch mal ein bisschen tunen. Ein bisschen Farbe drauf, damit er auch schicker aussieht. Weil er war ja früher in Holz. Dann gibt es hier auf der Unterseite 2 Schrauben, die man lösen kann. Die beiseite. Und dann kann man das Chassis quasi nach vorne leicht abheben und dann einfach nach hinten weiterschieben, weil hier ist ja quasi noch die Welle vom Propeller. Da greift das Gehäuse dann letztendlich hier rein. So, das Gehäuse lege ich erstmal beiseite und was ich euch jetzt nicht zeige, ist erstmal die Totalausräumung von dem Wagen. Wobei, bevor wir hier die Totalausräumung vornehmen, jetzt sehen wir hier schon, hier ist ein Gleichrichter drin. Kann man ganz gut erkennen, die Wechseleingänge. Der geht dann hier hinten auf den Motor vom Propeller. Also der Motor hier hinten ist schon ein DC-Motor. Da werde ich jetzt vorher aber nochmal die Spannung durchmessen. Das Messgerät habe ich jetzt dazwischen geschaltet. Ich bin jetzt hier vom Plus weg. Rote Strippe geht auf Plus von meinem Multimeter. Ja, schwarze Strippe geht dann an den Motor dran. Dann kann ich wunderbar jetzt den Strom messen. Mal gucken, was hierbei rauskommt, wenn ich mal voll aufdrehe. Das sind schon 200 Milliampere in die eine Richtung. Hinten geht es ein bisschen höher. 230 Milliampere. Ja, das müssen wir jetzt eben mal abgleichen mit dem, was wir aus einem Leistungsausgang vom ESO-Decoder, also vom Log Pilot 5 ziehen können. Und dann sind wir hier auch sicher, dass wir den nicht kaputt machen, wenn wir doch so einen Motor als Verbraucher dran haben. Ein Blick in die Bedienungsanleitung verrät uns jetzt, dass wir 10 verstärkte Funktionsausgänge haben. Belastbarkeit der Funktionsausgänge
wären 250 mA, also das müsste genau passen mit dem Motor hinten für den Propeller. Also wir können ihn über den PWM-Funktion des Decoders kann man den auch ein bisschen runterregeln. Also da werden wir, denke ich, keine Probleme kriegen, elektrischer Natur. Ja, jetzt können wir quasi mit der Totalausräumung beginnen. Dadurch, dass der Propeller ja auch hier so leicht gebogen ist, braucht er natürlich auch eine richtige Drehrichtung. Also wenn man jetzt mal hier die einzelnen Propellerblätter mal sieht, die sind ja leicht gebogen. Das ist von Märklin hier schon richtig eingerichtet. Deshalb markiere ich mir den hier jetzt. Das ist mein Plus. Der kommt dann später an den Rückleiter vom Decoder dran. Wie gesagt, der Rückleiter führt ja Plus, der Decoder schaltet ja Minus. Und diese Strippe hier, die geht dann an den Digitalausgang, also sprich, kann dann den Motor hinten schalten, wie bei der Beleuchtung auch. Da schalten wir ja auch Minus. Totalausräumung zeige ich euch jetzt nicht. Flitzt mal einmal mit dem Lötkolben durch und dann hat man es. 2 Anmerkungen habe ich noch zur Ausräumung. Die erste ist dieser Entstörkondensator, der gegen das Gehäuse geht. Der muss raus, definitiv bei Digitalbetrieb. Wir bauen die Motor hier um auf Gleichstrom. Und das gleiche haben wir hier hinten beim Propeller auch. Das ist nämlich dieser Kondensator. Der geht nämlich dann auch aufs Gehäuse. Den nehmen wir sicherheitshalber auch nochmal raus. Die Arbeitsplatte wird immer dreckiger. Ich habe den Motor auch gleich sauber gemacht. Jetzt kann ich ihn wieder zusammensetzen. Das heißt, hierzu platziere ich erstmal den Permanentmagneten. Dann kommt der Anker mit den Scheibenkollektoren wieder rein. Das Motorschild davor. Also wenn einer den auf einen 5-poligen Motor umbauen möchte, kann er machen. Diese Motorschilde, die gibt es auch entsprechend dann für die Trommelkollektorenmotoren. Dann braucht er allerdings noch die 2 Entstörer-Kondensatoren, beziehungsweise nicht Entstörer-Kondensatoren, die Entstörspulen. Die braucht man entsprechend dann hier noch davor. Ich habe jetzt hier das alte Gerödel dran gelassen, damit habe ich eigentlich mal ganz gute Erfahrungen gemacht. Und dadurch, dass er jetzt nicht allzu viel Leistung braucht, er soll sich ja nur selber bewegen, der Schienenzeppelin, habe ich jetzt hier auf den Einbau eines Trommelkollektors einfach verzichtet. Motor ist geölt und wieder zusammengesetzt und ihr seht, ich baue ihn auch schon gleich ein. Ganz einfach, damit ich dann ein Gefühl dafür kriege, wie viel Platz ich dann für die Beleuchtung habe, also für die Kabelführung, für die Inneneinrichtung, die ich ja plane. So, geölt ist er auch. Genau. Ja, jetzt können wir uns zwar Gedanken machen, wie gestalten wir das Innere. Ja, und wo bauen wir die Beleuchtung ein? Beleuchtung natürlich hier vorne, da wo die alte Lampe saß. Ich denke, da ist auch ein ganz guter Platz wieder für die Duo-LED, die ich plane einzusetzen. Oh, jetzt wird es ein bisschen unscharf. Ja, jetzt geht's wieder. Mal gucken, ob ich das rausschneide. Das heißt, in dem Bereich kommt dann hier die Inneneinrichtung rein und man kann es leider jetzt hier nicht erkennen. Das heißt, an der Stelle müsste ich mal dann nochmal das Chassis hier vorsetzen. Das heißt, bis zu diesem Punkt hier kann man es leider hier unten nicht erkennen. Bis zu dem Punkt kommt die Inneneinrichtung. Ab dahinter wird ja zugemacht. Ihr seht, ich habe hier auch schon die eine Scheibe rausgenommen. Dann für das spätere Betonen der Verstrebung. Zeige ich euch aber auch gleich, wie das geht. Ich denke mal, wenn ich das so anhalte, bis zu dem Knüttel kann ich kommen. Also da, wo der Umschalter saß, die Aufnahme. Bis da kann ich die Inneneinrichtung letztendlich bauen. Ab dahinter habe ich ja quasi die Tür und ab da ist der Maschinenraum, der wird ja dann zugemacht. Zum Rausnehmen der Glaseinsätze. Man sieht hier, die sind einfach nur geklipst. Reicht eigentlich ein leichter Druck auf das Glas selber und dann kann man die eigentlich schon, wenn sie dann quasi aus dem Chassis springen, einfach nach oben rausziehen. So, also ich drücke einfach nur hier drauf und ziehe sie quasi mit der anderen Hand einmal von unten nach oben. Der nächste Vorteil ist, wenn wir jetzt gleich die Inneneinrichtung letztendlich machen, stören die Laser. Man kann jetzt so ein bisschen besser durchgucken, wo ist was, wo kann ich was kaschieren. Wir sehen, hier ist letztendlich auch noch die Halterung vom Chassis. Ja, da muss man natürlich gucken. Da kann man nicht einfach so eine Inneneinrichtung letztendlich davor setzen. Den können wir auch nicht abknipsen, den brauchen wir. Also den müssen wir kaschieren. Das heißt, davor, dahinter werden ein paar Sitze kommen. In Anlehnung an, ja, ich muss mal gucken, ob ich ein Originalfoto finde und
dann bauen wir uns das zusammen. Okay, was ich euch jetzt nicht zeigen werde, wahrscheinlich wird Seps mich jetzt hier in irgendeiner Weise killen, was ich jetzt hier gleich vorhabe. Soll ja kein Alterungsvideo werden, ich will ihm da jetzt auch keine Konkurrenz machen. Wie gesagt, man sieht hier in diesen Glasscheiben habe ich eine kleine Einbuchtung, da wo die Verstrebungen sitzen. Das werde ich ganz mit einem dünnen Pinsel und weißer Farbe oder beziehungsweise grau, ich nehme hier Grauton, einfach ganz fein kaschieren. Muss natürlich höllisch aufpassen, dass ich jetzt hier nicht auf die Glasteile male. Wie gesagt, und dann sollte das hier eigentlich auch schon deutlich hübscher aussehen. Bevor jemand nachfragt, was für ein Zeug ich genommen habe, Nummer 91 von Ravel. Quatsch, doch, ist Ravel. Ja, seht ihr, ich mache das so häufig hier. Haha. Ja, ist ein Grau. Denke ich, müsste passen. Wird noch ein bisschen verdünnt. Einen super dünnen Pinsel hier. Ich habe ja keine Ahnung. Ich kenne mich damit auch nicht so aus. Also wie gesagt, guck mal selbst nach. Der wird sich wahrscheinlich jetzt tierisch ärgern, wie ich das gleich hier verreißen werde, aber ist mir egal. Schöne Grüße, unbekannterweise. Aber wie gesagt, ich nehme ja die 000 Round. Komme ich, denke ich, hier schön rein. Naja, vielleicht kann er mir gleich noch ein paar Tipps geben. Ich bin mal gespannt, ob er das Ding kommentiert. Ich bin jetzt gerade dabei, die Inneneinrichtung fertig zu machen. Ich habe hier als Bodenplatte so eine Hartplatte genommen. Die hat einen schönen orangenen Ton. Das heißt, das betont quasi auch nochmal das Innere. Ob das jetzt so realistisch war, ich habe leider nur Schwarz-Weiß-Aufnahmen gesehen, kann ich jetzt nicht sagen. Ich denke, das gibt einen ganz schönen Effekt, wenn man reinguckt. Da, wo der Umschalter dran war, oder beziehungsweise hier vorne dieses Ding, das möchte ich jetzt nicht irgendwo absägen. Das wird letztendlich irgendwo in Tische eingearbeitet, also der hier vorne und der hier hinten. Wenn man jetzt das Gehäuse nochmal hier so exakt dran hält, in der richtigen Länge, dann sieht man, dass das genau die Tür ist. Das heißt, hier wird ja eh nochmal zugemacht, dass man hier quasi das Gefühl hat, dass hier quasi noch eine Wand da drin war, wo man dann in diesen kleinen Flur reingekommen ist. Ja, als Sitze nehme habe ich noch irgendwo so eine Gabelkiste gefunden. Es gab mal von Märklin so Inneneinrichtungen. Die Dinger sehen eigentlich ganz hübsch hässlich aus, aber naja, Sitze sind Sitze. Und ich habe das auch schon mal angeguckt. Die haben nämlich auf der einen Seite auch so eine kleine Aussparung. Das sieht man, der war normalerweise hier im Gang. Das ist quasi diese Ecke hier, die gehört eigentlich in den Gang rein. Aber ich habe festgestellt, die kann ich wunderbar dann hier draufsetzen und dann, ja, quasi auf die Bodenplatte setzen und dann steht das hier sogar noch ein bisschen über. Das heißt, ich gewinne hier ein paar Millimeter noch für den Gang, der hier in die Mitte reinkommt. Das ist insofern auch kein Problem. Wenn man sich das Gehäuse hier nochmal anguckt, dann greift das quasi hier drüber. Das heißt, das Gehäuse selber ist größer als die Bodenplatte. Das heißt, das Gehäuse umschließt diese Bodenplatte hier. Und dadurch kann ich halt eben auch noch diesen Millimeter oder diese 2-3 Millimeter, die ich hier quasi Bodenplattenrand noch habe, kann ich noch nutzen, indem ich dann halt eben die Sitze eigentlich verkehrt rum einklebe. Also normalerweise haben wir hier den Gang, ich klebe die aber so an, dass die Kante genau hier unten drunter ist. Und ja, dann wird das die Gangseite. Hier nun mal die erste Stellprobe. Ich denke, das sieht so ganz gut aus. Ich habe ja noch ein bisschen so eine Tür reingeklebt, also das ist auch nur einfach so eine Pappe, die da hochgeht. So sieht es jetzt quasi von innen aus. Hier ist quasi nochmal das Loch für die Schraube, die da von unten durchkommt. Ja, zum Motor selber habe ich auch nochmal so eine kleine Wand geklebt. Da werde ich aber nichts mehr davor kleben, weil genau hier vor sitzt die Säule. Zu den Maßen in etwa, also das ganze Geschoss hier ist 2 cm hoch. Hier hinten und vorne. Ja, und im Endeffekt, wenn ich jetzt mal einen Zollstock nochmal dagegen halte, ca. 7 cm lang. Das heißt, hier endet dann die Eingangstüre nochmal und im hinteren Bereich, da habe ich ja eh kein Problem, da werden die Scheiben einfach weiß abgeklebt. Wie gesagt, das war ja da der Motorraum. Figuren sind schon drin. Warum habe ich hier vorne nochmal die Wand eingeklebt? Einfach aus folgendem Grund. Ich werde die Kabel hier oben lang führen, die an den Motor gehen, beziehungsweise vorne an die Beleuchtung. Das heißt, vorne an der Beleuchtung haben wir ja 3 Kabel, Motor haben wir 2 Kabel, sind 5 Kabel. Das heißt, die 5 Kabel werde ich einfach hier oben drüber legen. Dann muss ich sie nicht hier unten irgendwo lang legen, dann sieht auch nicht schön aus. Ja, ich denke oben, da können wir das Ganze gut verstecken. Ich denke, dann lege ich jetzt erstmal die Kabel und bevor wir das machen, besprechen wir eben noch mal den Schaltplan. Eigentlich steht hier alles drin, was ihr wissen müsst. Wir haben einmal Rot und Schwarz. Rot ist der Schleifer, Schwarz ist die Masse. Dann Orange
und Grau für den Motor. Wir haben ja ein Harmomagnet jetzt drin, also das heißt, wir kommen hier mit den 2 Polen aus. Einer von den beiden kriegt entsprechend noch die Entstörspule, die lasse ich drin. Das Licht vorne und das Licht hinten, wie gesagt, kann man mit Gelb und Weiß bzw. Violett und Grün. Ich werde hier auf jeden Fall Licht vorne Weiß nehmen, Licht hinten Weiß, Rot vorne, Rot hinten. Wie wir das nachher programmieren, zeige ich euch dann gleich. Und wir brauchen hier hinten nochmal einen Leistungsausgang, einer von den 2, die wir hier noch übrig haben. Das wird dann quasi die Innenbeleuchtung. Und dann sind wir eigentlich auch schon durch. Wie gesagt, bei den LEDs müssen wir ein bisschen tricksen. Und deshalb male ich hier nochmal den Schaltplan auf. Das heißt, oh, Zettel ist ein bisschen dreckig. Naja, wir lassen das mal so. Wie gesagt, das hier ist unser Decoder. Da haben wir jetzt quasi einen Rückleiter, das ist blau. Und bei den Decodern sieht es ja so aus, dass das quasi plus ist, plus ca. 20 Volt. Je nachdem, was eure Central Station, eure Digitalstation rausgibt. Dementsprechend müssen wir die LEDs dann auch entsprechend anders beschalten. Das heißt, wir gehen letztendlich über einen Widerstand auf die Duo-LED drauf. Das eine ist dann entsprechend rot, das eine ist weiß. Wie gesagt, entgegen jetzt zu der Umlötung der 103 setze ich hier jetzt nur einen, weil ich habe ja quasi nur eine Duo-LED vorne, eine Duo-LED hinten. Hier kommt 1 Kiloohm rein, ich kürze das mal ab mit einem K. Und entsprechend, wenn das jetzt zum Beispiel vorne ist, wäre dann quasi das Licht vorne, geht dann mit dem Kabel weiß weg. Und entsprechend den AUX 1, den ich nehmen möchte, wäre dann grün. Ich kürze das mal typischerweise ab, das heißt, geht dann wieder zurück an den Decoder. So, für den zweiten genau das gleiche. Packen wir hier wieder 1 Kiloohm rein. Ach, Entschuldigung, jetzt habe ich hier natürlich das Symbol der LED vergessen. Seht es mir bitte nach. Haben wir wieder rot. Haben wir weiß. So, das wäre dann entsprechend das Licht hinten. Das heißt, hier nehmen wir gelb. Und hier bleibt dann violett übrig. VI abgekürzt. Wie gesagt, auch das geht wieder zurück in den Decoder. Motor zeichne ich jetzt nicht. Ich denke, das ist klar. Für den Motor brauchen wir Grau und Orange. So, bleibt nur noch für die Innenbeleuchtung was übrig. Die Innenbeleuchtung hat ja quasi diesen LED-Strip. Das heißt, da setze ich auch 1 Kiloohm vor. Und der LED-Strip besteht aus 3 LEDs, die in Reihe geschaltet sind. Das hier wäre quasi der Plusanschluss vom Strip. Das hier wäre der Minusanschluss. Ja, und dann kann man sich überlegen, ob ich jetzt AUX 3 oder 4 nehme. Ich denke, ich nehme Pink. Das ist dann AUX Nummer 3. Geht dann ebenfalls wieder zurück. So, jetzt habe ich gerade festgestellt, dass ich so schön gesappelt habe und nicht darauf geachtet habe, was ich hier filme. Aber ich denke, das sollte soweit klar sein. Wie gesagt, hübsch ist die Schaltung heute nicht. Ja, was wir mit dem AUX 4 noch anstellen können oder mit den restlichen. Stimmt, der Propeller fehlt uns noch. Genau, dafür nehmen wir jetzt ebenfalls den Rückleiter. Das heißt, wir gehen dann entsprechend hier zu dem Motor des Propellers. Genau, einer fehlte mir nämlich noch. Gehen dann wieder zurück. Oh ja, jetzt wird es etwas größer. So, und hier haben wir dann Türkis. Ich kürze das mal mit TÜ ab. So, da haben wir Türkis dran. Ich denke, dann haben wir alle Anschlüsse belegt. Und wenn ich mir das im Decoder hier nochmal angucke, ja, grün und Türkis haben wir dann, beziehungsweise pink und Türkis haben wir hier hinten. Und die restlichen Farben kann man dann hier vorne einsehen. Wie gesagt, was ich in meiner Schaltung jetzt weggelassen habe, ist einmal Rot und Schwarz für die Abnahme am Schleifer bzw. am Gehäuse.
Wir haben hier auch noch den blauen drin versteckt. Der blaue ist der Rückleiter, beziehungsweise, genau, das ist der hier oben, den ich hier drin habe. Das ist der blaue, der versorgt uns das Ganze. Ja, und da gibt es auch einen netten Trick, gerade hier in diesem Wagen. Ich habe hier nämlich einen schönen Kontaktpunkt gefunden. Das ist dieser hier. Da werde ich blau anschließen. Man sieht auch schon, vom Blau geht ja eine Menge weg. Das ist einmal, ja, Duo-LED vorne, hinten, Innenbeleuchtung und den Motor. Das heißt, das werde ich alles von dem Punkt hier abnehmen. Ich kann hier auch gleich die Widerstände dran löten, die 3 Stück, die ich brauche, weil im hinteren Bereich wird das ja quasi abgeklebt. Das heißt, das ist nicht einsichtig. Das war ja auch im Original so, dass hinten man nicht reingucken konnte, man konnte nicht durchgucken. Also habe ich hier hinten dann auch genug Platz, den Decoder unterzukriegen und die ganze Elektronik dazu. Ja, und den ganzen Kabelwust kann man dann hier hinten eigentlich sehr schön kaschieren. Schritt für Schritt geht es weiter. Wie gesagt, meine Ankündigung eben, ich mache das jetzt alles fertig, macht keinen Sinn, weil es gibt auch noch ein paar knifflige Stellen zu lösen, das ich euch jetzt hier nicht vorenthalten möchte. Ich habe zum Beispiel jetzt hier das Kabel, das Originalkabel nochmal genommen mit der Entstörspule. Um ein bisschen Flexibilität reinzukriegen, habe ich einen Schraubendreher hier reingesteckt, das 2-3 Mal hier rumgewickelt und schön stramm gezogen. Einfach mit unter dem Hintergrund, dass ich dann hier quasi so eine kleine Spule habe. Und ich habe das dann vor, das Kabel ja hier oben drüber zu legen. Das heißt, dann fällt es auch nicht auf in den Fenstern. Dazu brauche ich hier ein bisschen Flexibilität. Und die erkaufe ich mir dadurch, dass ich ja jetzt hier so eine kleine Feder mir gebaut habe. Ich werde die Kabel, die ich dann habe, fixieren. Das heißt, ich werde sie hier oben einfach mit UV-Kleber ankleben, damit sie dann auch nicht hier irgendwo in den Innenraum reinhängen. Der Einbau der vorderen LED, Duo-LED, sieht so aus. Ich habe festgestellt, hier vorne gibt es 2 Löcher. Die beiden hier, die kann ich nämlich wunderbar nutzen, die Kabel durchzuziehen. Dann wird die LED quasi hier unten einmal fixiert. Auch das mache ich dann wieder mit UV-Kleber. Ja, bevor ich das mache, teste ich die LED natürlich noch und markiere mir Rot und Grün. Ach, Rot und Grün, Rot und Weiß. Oh Mann, schon etwas spät heute. Also, Rot und Grün markiere ich mir und ja, dann kann ich die Kabel auch hier oben schön lang ziehen und ebenfalls fixieren. Hier hinten am Chassis, da müssen wir auf jeden Fall gleich mal ein Loch einbohren. Und dann richte ich das Ganze so aus, dass ich dann die hintere Duo-LED genau hier drauf kleben werde, nämlich in der Höhe, wo letztendlich auch das Licht sein soll. Damit das dann auch vernünftig aussieht, also hier hinten, ja, Kamera, stell dich scharf, hier hinten dieses Licht meine ich, habe ich hier noch so einen alten Lichtleiter genommen, da werde ich den einen abknipsen und dann quasi durch dieses Loch von hinten durchführen. Ja, dann sieht das auch so aus, als ob da eine Linse drin wäre und dann bin ich eigentlich mit der Elektronik schon fertig. Ja, so sieht es jetzt hier innen drin aus. Hier klebe ich dann den LED-Strip rein. Das habe ich auch schon so passend gemacht, dass ich dann vorne eine LED habe, in der Mitte, da wo die Ausgangstüren sind und nach hinten auch nochmal. Das hintere wird dann auch noch beleuchtet. Wie gesagt, ich habe jetzt keine Lust, das kürzer zu machen. Ja, hier sieht man jetzt eigentlich auch schon schön die etwas hervorgehobenen Streben. Hinten das Weiß abgeklebt habe ich einfach Papierschnipsel genommen, also einen Papierstreifen genommen, den hinten reingeklemmt, beziehungsweise hier mit 2 Punkten nochmal fixiert, sodass man halt eben den Kleber nicht in den Fenstern sieht. Ja, dann sieht das Ding auch eigentlich schon ein bisschen aufgepeppt aus und ja, mal gucken, wie das dann mit den LEDs aussieht, mit der LED-Beleuchtung. Das mit dem UV-Kleber möchte ich euch mal zeigen. Ich setze jetzt einfach hier vorne einen Punkt rein. Wie gesagt, bitte nicht wundern, normalerweise habe ich dann eine etwas dünnere Düse davor, aber der UV-Kleber ist natürlich just mir zu Ende gegangen und ich habe derzeit keine neuen. So, dann richte ich die LED aus und dann brauche ich noch mein UV-Licht. Das habe ich natürlich jetzt auch wieder erfolgreich versteckt, also Vorbereitung ist alles, wenn man so einen Film dreht. Da hinten habe ich es gefunden. So, ich richte das entsprechend dann so aus. Ich glaube, so geht es ganz gut. Bestrahle das. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, sollte jetzt reichen. So, das Ding ist jetzt auch schon bombenfest. Und man sieht, dass die Duo-LED jetzt genau da sitzt, wo früher mal die Lampe gewesen ist. Das Loch hinten ist jetzt drin. Und ich markiere mir jetzt quasi die Stelle, in welcher Höhe die LED anzubringen ist.
indem ich die jetzt einfach hier so ein bisschen einkratze. Mal gucken, ob das geklappt hat. Deckel wieder ab. Ach, super Schere im Hintergrund. So, ja, hat geklappt. Also, da sieht man jetzt in der Kamera zwar keinen Punkt, aber ich sehe ihn. Da kommt die Duo-LED dann hin. Also das heißt, in gleicher Manier, wie ich es vorne gemacht habe, hier ein Tropfen Kleber drauf. UV-Kleber, das war das Wort, was ich gesucht habe. Und dann mit der UV-Lampe einmal aushärten lassen und dann sitzt das Ding bombenfest hier hinten drauf. Ihr heutiger Lokführer ist Captain Chaos, eine Menge Kabel. Hinten hängt jetzt die Duo-LED in der richtigen Höhe. Ich habe im Chassis schon den LED-Strip eingelötet, beziehungsweise auch schon das blaue Kabel für Plus. Dann ist jetzt hier hinten, kann man es glaube ich ganz gut erkennen, ist ja dieser abgeknipste Lichtleiter drin. Und den habe ich hier hinten dann auch noch passend eingeklebt, sodass ich mich jetzt um die Verkabelung komplett kümmern kann. Ja, der Decoder liegt hier schon parat und laut Schaltplan werde ich jetzt das alles soweit verlöten. Der Decoder wird später dann hier in die Mitte reinkommen. Ich glaube, den klebe ich auch noch mit einem doppelseitigen Klebeband ein bisschen fest, damit er fixiert ist, damit er nicht ganz so hier rumwackelt. Verlegt die Kabel ordentlich und dann kann ich mich an das Programmieren dran tun. Bevor ich nun die Kabel komplett ordentlich verlege, steht jetzt natürlich erstmal eine Probefahrt an. Dazu habe ich jetzt den Schienen-Zeppelin auf meinen Testkreis gestellt und warte jetzt, bis die Anmeldung durch ist. Wie gesagt, ich habe hier so einen Kombi-Decoder eingebaut, der auch M4 kann, also das MFX-Format. Deshalb, der meldet sich jetzt erstmal automatisch an und dann wollen wir mal gucken, in welche Richtung uns der Schienen-Zeppelin abhaut und ob das mit dem Rot und Weiß soweit stimmt. Wenn das nicht soweit stimmt, deshalb ich habe die Punkte hier noch offen gelassen, gerade um den Motor herum, dann muss ich das hier halt eben umlöten. Das heißt, ich muss dann umpolen. Das Gerät hat sich angemeldet und lang Arm mal machen. Mal auf die Zentralstation holen. Ja, fangen wir erstmal an. Mal sehen, ob er überhaupt generell anfährt. Jo, der fährt schon mal nach vorne weg. Das sieht schon mal sehr gut aus. Und kommen wir wieder zurück. Schön in die Kamera. Also vorwärts, rückwärts klappt. Jetzt schalte ich einmal die Beleuchtung ein und wir haben Glück gehabt. Vorne habe ich weiß und hinten habe ich dann entsprechend ebenfalls das Weiß. Wenn ich umschalte, also die Fahrtrichtung stimmt hier an der Stelle. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Ja. Und gucken wir mal nach, ob die roten Lämpchen angehen. Vorne rot. Ziehe ich mal ein bisschen vor. Hinten auch rot. Ja, jetzt wird es mal ein bisschen spannend. Mal gucken, was passiert, ob der Motor anspringt. Ne, das war... Oh, der ist ein bisschen blockiert hier. Ich glaube, da habe ich jetzt ein kleines Problem. Ja, der Motor zieht zu viel Strom. Das heißt, hier muss ich mir was noch ausdenken. Das heißt, da müssen wir auf jeden Fall noch was dazwischen klemmen. Ja, der Motor sprang jetzt nicht an. Das muss ich jetzt erstmal kontrollieren. Wieso, weshalb, warum nicht. Wahrscheinlich zieht er doch zu viel Strom, obwohl ich habe es ja eigentlich nachgemessen am Anfang des Videos. Ja, jetzt muss ich erstmal eine Fehlersuche betreiben und ich werde euch dann auf dem Laufenden halten, woran das dann gelegen hat. Ja, Fehler gefunden. Das lag jetzt wirklich daran. So, seht ihr, Motor geht auf dem Funktionsausgang. Das lag jetzt wirklich daran, dass doch tatsächlich der Strom, den ich vorher nachgemessen hatte, naja, war 210 mA. 250 stand im Datenblatt drin, kann der Decoder ab, doch vielleicht so hoch gewesen ist. Ich habe den Motor so nochmal durchgemessen, das heißt bei 10 Volt hat er ungefähr dann seine 200 mA. Die Spannung muss ich jetzt über den Motor reduzieren. So, das mache ich über zwei Z-Dioden, 4,7 Volt. Zeige ich euch gleich im Schaltplan, denn diese Z-Dioden, da fallen jetzt 2,7 Volt drüber, 4,7 Volt, 2 Stück davon, weil die sind ja in Reihe, also circa 9,4 Volt fallen darüber ab. Das heißt, damit reduziere ich die Spannung, die am Motor anliegt und somit reduziere ich auch den Strom. Und ja, wie ihr hört, klappt das jetzt einwandfrei. Ich denke, von der Geschwindigkeit her müsste das auch noch reichen, werde ich dann aber gleich mal ausprobieren, wie die ganze Kiste wieder zusammengebaut ist. So, ergänze ich eben den Schaltplan. So, Z-Diode. Z-Diode rein. Das heißt, hierüber fallen jetzt 4,7 Volt ab.
Hierüber fallen 4,7 Volt ab. Und wir wissen ja ungefähr, dass wir hier zwischen circa 19 Volt haben. Oder sieht es nicht schön aus, 19 Volt. Je nachdem, was eure Digitalstation macht, so dass ich dann hier rüber ungefähr jetzt roundabout 9 bis 10 Volt habe. Damit fließt in diesem Pfad 250 circa 200 Milliampere. Und dann fällt der Decoder auch nicht aus. Wie gesagt, das ist auch ein Grund, warum ich quasi auch diese ESO-Decoder nehme. Die verzeihen einem das, weil die sind kurzschlussfest, die Ausgänge. Das heißt, da könnt ihr einen Kurzschluss bauen. Das Ding geht nicht kaputt. Kommen wir jetzt zum Programmieren des Schienen-Zeppelins. Fangen wir mal mit der Basisfunktion an. Ich drücke hier oben auf das Licht. Dann geht vorne das Licht an und wenn ich dann die Fahrtrichtung entsprechend umschalte, man sieht es jetzt hinten im Spiegel, habe ich die weiße Lampe. Die Funktion brauchen wir nicht umzuprogrammieren. Nehmen wir wieder aus. Schalten wir mal das Rote dazu. Rot vorne, Rot hinten. Auch hier könnte ich jetzt so mit arbeiten, dass ich dann halt eben immer per Hand umschalten möchte oder kann, aber das möchte ich so nicht. Das heißt, ich möchte hier gerne eine Taste für Rot haben, das dann entsprechend antiparallel zur Fahrtrichtung geschaltet wird. Dann habe ich hier noch die Innenbeleuchtung. Ja, die werde ich noch ein bisschen dimmen an der Stelle, dass sie langsam an- und ausgeht, genauso wie die Frontbeleuchtung. Und den Propeller hinten, den müssen wir auch programmieren, dass der vor dem Start des Triebwagens beginnt. Also bevor der Zug anfährt, soll hinten der Propeller angehen, dann ein bisschen verzögern und dann soll erst losgefahren werden. So, in der Vorbereitung des Videos habe ich jetzt schon festgestellt, dass es normalerweise hier über Log bearbeiten gehen soll. Wie gesagt, ich habe jetzt noch den M4-Modus drin und dabei habe ich jetzt festgestellt, dass meine Echo, obwohl allerneueste Update hier in dem Bereich, wo wir eigentlich hin müssen, bei AUX überhaupt nichts sagt. Vielleicht kann er mal ESO dazu mal eine Stellungnahme machen. Normalerweise hätte ich jetzt hier erwartet, dass ich das alles einstellen kann. Macht aber nichts. Ich werde den Decoder und die ESO jetzt so umstellen, dass ich auf DDC programmiere. Ja, DCC, Entschuldigung, nicht DDC, DCC programmiere. Und dann habe ich doch, denke ich, die Funktionen alle zur Verfügung, die ich benötige, um das komfortabel einzustellen. Ich gehe jetzt in den Programmiermodus. Ich sage jetzt hier einmal DCC-Programmierung, gucke jetzt in mein schlaues Heft rein. Das ist quasi die Liste der unterstützten CVs. Findet ihr entsprechend dann auf Seite 82 hier in diesem Manual. Also hier seht ihr, was ihr alles ein- und ausschalten könnt. Und ich schalte jetzt das M4-Protokoll aus. Vorher lese ich erstmal den CV47 ein. Lesen. So, habe ich den Wert 15. So, und jetzt kann ich hier unten die Bits eigentlich durchziehen. Oh, das sieht man jetzt leider nicht. Ein bisschen was hochschieben. Genau, jetzt sehen wir die Bits. Also das erste Bit steht dann quasi für DCC, das wollen wir haben. Das zweite Bit ist M4, das schalte ich aus. Das heißt, ich möchte nicht mehr, dass der Decoder auf M4 reagiert. Ja, und die anderen beiden ist dann Motorola und Selectix. Ja, möchte ich jetzt in dem Fall auch nicht haben. Ich möchte weiter hier mit DCC fahren. Und dann kann ich jetzt einfach hier auf Schreiben drücken. Und jetzt ist der Decoder eigentlich dahingehend programmiert, dass er nur noch auf DCC hört. Wenn ich jetzt das Menü hier verlasse, sollte eigentlich nichts mehr passieren. Also das heißt, ich kann jetzt die Lokomotive fahren, passiert nichts. Ich kann hier das Licht einschalten, passiert nichts. Wie gesagt, er hört nicht mehr. Ja, er hört einfach nicht mehr aufs M4. So, jetzt muss ich die Lok einmal manuell anlegen. Ich kann leider hier das Profil auch leider nicht ändern. Das heißt, ich werde diese Lok jetzt erstmal rausschmeißen. Werde jetzt eine neue Lok anlegen, manuell anlegen. Ja, kann ich mir noch ein nettes Bildchen aussuchen. Das lasse ich jetzt erstmal soweit. Und hier unten kann ich dann schon mal einen Namen vergeben. Und da schreibe ich jetzt schon mal Zeppelin rein. Ja, N haben wir auch gekauft. Ja, und lange Rede, kurzer Sinn. Ich kann hier, das Decoder-Profil steht hier auf Empty. Ich kann den Decoder auch auslesen lassen. Da drücke ich jetzt einfach mal drauf. Und dann liest er mir den kompletten Decoder aus. Das dauert jetzt etwas. Ja, und bis dahin mache ich erstmal einen Schnitt. Das Decoder-Profil wurde nun eingelesen. Es ist jetzt fertig.
das erste, was ich mache, ist erstmal, dass ich das abspeichere, also sprich hier einmal übernehmen, bevor ich mit den weiteren Funktionsmapping beginne oder den Decoder umprogrammiere. Jo, gehen wir wieder hier rein nach Log bearbeiten, weil wir wollen jetzt mit dem Funktionsmapping beginnen. Und jetzt sollte ich eigentlich auch meine gewünschte Seite wiederfinden, nämlich hier auf AUX. Da kann ich dann entsprechend alles dann zuordnen. Licht vorwärts, rückwärts hatten wir ja bereits und auf der Funktionstaste F1 möchte ich jetzt ja zusätzlich noch einmal den AUX 2 noch drin haben, beziehungsweise den dann entsprechend antiparallel schalten. Das heißt, dass der dann entsprechend entgegen der Fahrtrichtung dann angeht, weil das sind ja letztendlich die roten, also AUX 1, AUX 2 sind die roten Lichter. Okay, gehe ich erstmal hier drauf, also AUX 1 war ja hier vorne das rote Licht, wenn ihr euch daran erinnern könnt. Und da letztendlich steht dann drin, dass Log fährt ist ignoriert. Das wollen wir jetzt eben nicht mehr ignorieren. Log fährt vorwärts, will ich auch nicht haben. Also, das war jetzt wieder diese umgekehrte Logik. Log fährt vorwärts. Nein. Das möchte ich als Bedingung noch dazu haben. Und wenn ich das dann entsprechend dann mit dem Ausgang AUX 1 verbinde, ja, sollte das eigentlich schon gewesen sein. Ich programmiere den Decoder. Ich kann das Ganze letztendlich dann auch in irgendeiner Weise live machen. Das heißt, ich könnte jetzt hier die Funktionstaste F1 dazuschalten. Ihr seht, das Licht ist aus. Ich kann mal das weiße mit dazu zuschalten. Wenn ich jetzt die Fahrtrichtung umschalte, habe ich nämlich jetzt schon den gewünschten Effekt, dass das Rote nämlich jetzt mit Wechsel zum Weißen angeht. Schalte ich F1 aus, dann ja, passiert natürlich gar nichts. Genau so möchte ich das haben. So, jetzt muss ich nur noch dafür sorgen, dass wenn ich F1 drücke, hinten das Rote angeht. Ich lasse mal F1 ruhig drin. Das können wir gleich sehen. Also ich gehe wieder auf Log bearbeiten. Ich gehe auf die Einstellung. Ja, was brauche ich? Ich brauche den zweiten jetzt hier. Und der steht ja, da stand ja noch drin im Funktionstaste F2. Das möchte ich natürlich jetzt nicht haben. Also Log fährt vorwärts. Das wollen wir ja jetzt haben. Also ja. Lichtausgang hätte ich ganz gerne jetzt den Zweier. Ja, hier steht es auch schon vorwärts. Ja, aktiv. So, und jetzt müsste ich noch die Funktionstaste dazu nehmen. Moment, das erstmal programmieren. Ne, das war doof, das machen wir nochmal. Also einmal auf Plus. Wo ist die Funktionstaste schon wieder versteckt? Die verstecken das auch immer wieder ganz gerne hier. Genau, ach so, ja, die musste ich noch dazusetzen. Für den F2 möchte ich ihn dann ignorieren, aber ich möchte für F1 sagen, der soll an sein. So, ich glaube, jetzt sollten wir es haben. Genau, hinten ist das rote Licht an. Ja, wie gesagt, das ist leider hier nicht so schön in der Tabelle dargestellt, aber ich denke, jetzt haben wir genau den Effekt, den wir haben möchten. Ich gehe mal wieder aus dem Menü raus. Das heißt, ich habe jetzt die Taste F1 geschaltet und jetzt habe ich quasi diese wechselnde Lichtbeziehung zwischen Rot, und zwar entgegengesetzt der Fahrtrichtung. Wir wissen ja, weiß stimmt ja. So, und kann jetzt natürlich mit der oberen Taste das Weiße ein- und ausschalten. Das Rote bleibt weiter im Wechsel an und aus. Und ja, F2 hat jetzt gar keine Funktion mehr. Schalte ich alles aus, sind alle Lichter an und somit kann ich also hier relativ einfach spielen. Ja, jetzt könnte ich rein theoretisch noch sagen, F2, ich möchte beide rote anhaben. Zum Abstellen ist das mal ganz nett. Ist ein nettes Gimmick. Setzen wir uns das auch mal mit rein. Also bearbeiten. Dann gehen wir wieder auf die erweiterten Eigenschaften, auf AUX. Und ja, dann muss ich mir eine neue Zeile hinzubauen. Nehmen wir mal ganz am Ende eine Zeile. Zeile 17. Bei der Zeile 17 hätte ich ganz gerne die Funktionstaste F2. Wenn die betätigt ist, möchte ich gerne das Licht AUX 1 anhaben und ich hätte ganz gerne das Licht AUX 2 aktiv. Einmal programmieren. So, jetzt muss man gucken, was passiert. Wenn ich jetzt die F2-Taste drücke, habe ich beide roten an. Das beißt sich natürlich jetzt auch nicht. Ja, und dadurch,
dass ich eine Duo-LED drin habe und das Rote immer ein bisschen mehr Priorität hat aufgrund der Spannungsverteilung zwischen Weiß und Rot, ja, bleibt das dann auch entsprechend an. Das heißt, ich kann jetzt den Zug abstellen, beide Roten sind an. Möchte ich beide Roten ausschalten und wieder in den normalen Fahrbetrieb übergehen, schalte ich F0 und F1. So, jetzt kommt die Kür, jetzt kommt hinten der Propeller. Schalten wir erstmal den Propeller hinten ein. Jetzt müssen wir den koppeln mit ich fahre nicht. Dazu gehe ich auf Lok bearbeiten. Na, das ist zu laut, ich schalte ihn nochmal aus. Erweitert auf AUX. Auf F6. Da läuft ja das grundsätzlich die Funktion Propeller läuft nicht. Und da finde ich dann entsprechend hier schon die Schaltbedingungen. Lok fährt, ignorieren. Ich möchte ja, dass er erst anspringt, wenn die Lok fährt, also mit dem Lok fahren. Also kann ich hier auf Ja gehen. Ich übertrage das gleich und ja, F6 kann ich jetzt zuschalten. Der Propeller ist jetzt aus. Und wenn ich dann quasi hier oben am Fahrregler drehe, springt er dann an. Und man hört es leider nicht. Der Motor läuft dann auf jeden Fall auch mit. Rückwärts genau das gleiche. Ja, wenn einem das schon ausreicht, dann ist das genau das Richtige. Ich versuche ihn jetzt mal zu programmieren, dass er noch ein bisschen langsamer an- und ausgeht. Vielleicht gelingt mir das. Aber was ich zwischenzeitlich nochmal mache, ist in dem Bereich der Ausgänge. Und zwar möchte ich gerne Licht vorwärts, beziehungsweise hier in dem Bereich Licht vorwärts, dimmbares Licht. Ich möchte gerne, dass das ein- und ausgeht. Das heißt, es sieht dann so aus, wenn ich dann ein- und ausschalte. Achso, ich muss es noch programmieren. Und ja, Fahrtrichtung auch noch umschalten. Man sieht jetzt hier vorne, das Licht geht jetzt sehr langsam ein und aus. Das ist so immer die Funktion, die ich immer so ganz gerne oder ganz schick finde. So langsam ein- und ausgehen, das wäre dann die dimmbare Funktion, dimmbares Licht. Das gleiche mache ich dann für hinten auch. Einmal übertragen. Wenn ich jetzt die Fahrtrichtung umschalte, seht ihr, dass hinten das Licht schön langsam ein- und ausgeht. Das kann ich im Endeffekt auch für die Innenbeleuchtung machen, beziehungsweise für die roten auch noch. Also die roten machen wir auch noch eben dimmbares Licht rein. Und, ja, nee, war richtig. Komm, den brauche ich auch noch als dimmbares Licht. Und wenn ich jetzt das rote mit dazu sehe, man sieht es schon, geht es auch langsam an. Und wenn ich jetzt quasi umschalte, dann habe ich doch einen sehr weichen Übergang zwischen Rot und Weiß. Ja, das war das. Und dann mache ich die 5 auch nochmal als dimmbares Licht für die Innenbeleuchtung. So, das war der Taster hier unten. Ja, der geht mir noch ein bisschen zu hart an. Habe ich jetzt auch den richtigen erwischt? Ich glaube, ich habe gar nicht den richtigen erwischt hier. Ja, nochmal gucken. Welchen hatte ich denn jetzt hier? Ja, wie gesagt, das geht ein paar Mal hin und her schalten, ist aber normal bei mir. So, also Licht vor, das haben wir, das ist rückwärts. Ach, der AUX 3 ist es. Ach, da war der Fehler, okay. Also, den Dreier brauchen wir. Den Dreier, den hätte ich jetzt gerne auch als dimmbares Licht. So, ja, jetzt sieht es schon besser aus. Wie gesagt, wenn einem das jetzt noch zu hell ist, kann ich das hier auch noch ein bisschen reduzieren. Ist ein bisschen dunkler. Ja, ich glaube, das ist für eine Innenbeleuchtung ganz schick. So, und im gleichen Modus kann ich dann, glaube ich, hier auch den Propeller mal programmieren. Und da fällt mir was ein. Da könnte ich mal, ja, vielleicht auch mal das dimmbare Licht ausprobieren. Das hier. Das heißt, der Propeller fängt dann langsam an. Probieren wir das mal. Ja, man hat es gesehen. Also er läuft jetzt noch ein bisschen nach, hört dann auf. Das sieht schon ganz gut aus. Läuft noch ein bisschen nach, bleibt dann stehen. Also ich glaube, das können wir schon so lassen. Was ich jetzt allerdings noch nicht ausprobiert habe, was ich auch gesehen habe hier drin, hier gibt es auch einen Ventilator. Wird jetzt zwar nicht für 100% jetzt passen. Was haben wir? Servo Power haben wir jetzt nicht. Aber wir probieren mal die Funktion Ventilator aus auf dem AUX 4. Mal gucken, was das bringt. Ja, ist nur die Frage, ob die Ventilatorengeschwindigkeit sich der Geschwindigkeit des Zuges anpasst. Aber auch hier habe ich den Effekt, dass er halt eben vorher an- und ausgeht.
Wie gesagt, das haben wir ja so programmiert. Da könnte ich die Geschwindigkeit noch ändern, die Beschleunigung. Mal sehen, was passiert, wenn ich die auf beides mal auf 14 und die Verzögerung beides mal auf 14 setze. Ja, okay, dann springt er jetzt später an. Das ist eher unrealistisch. Hört aber schön langsam auf. Ich glaube, das mit der Verzögerung gefällt mir. Dass ich den jetzt, also ihr seht, wir einfach mal rumspielen. Also ihr könnt auch nichts kaputt machen. Zur Not geht der in CV8 und resettet den Decoder, fangt er wieder aber von vorne an. Aber ich glaube, das mit dem Ausschalten gefällt mir so ganz gut. Also nochmal, er springt an, dreht und wenn die Lokomotive dann steht, dann läuft er noch ein bisschen nach und hört dann langsam auf. Das gefällt mir ganz gut. Ich glaube, der kann noch ein bisschen langsamer aufhören. Hört sich jetzt zwar doof an, aber ich glaube, so können wir das Ganze lassen. Fängt vorher an. Die Lokomotive kommt zum Stehen, der Propeller dreht nach und geht dann langsam aus. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Für Kommentare, Anregungen, Verbesserungsvorschläge bin ich immer gerne zu haben und versuche das dann auch in meine nächsten Videos einzuarbeiten. Dann vielen Dank und auf Wiedersehen.